Hallo, willkommen auf unserem Kanal, der dir hilft, die deutsche Sprache mit Podcasts zu lernen. Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Wenn es dir später doch nicht gefällt, kannst du jederzeit auf Dislike klicken. Und natürlich freuen wir uns über deinen Kommentar. Hier findest du viele praktische Tipps und Inhalte, die dir beim Deutschlernen helfen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen motiviert. Wie kann man mit Filmen und Serien Deutsch lernen? Für viele ist das eine entspannte und unterhaltsame Methode. Aber Filme und Serien sind nicht nur Spaß, sie sind auch ein richtig guter Lernhelfer. Warum? Das wollen wir uns heute genauer ansehen. Wenn man eine neue Sprache lernt, ist es wichtig, sie nicht nur in Lehrbüchern zu sehen, sondern auch im echten Leben zu hören. Filme und Serien zeigen genau das. Echtes, lebendiges Deutsch, so wie es im Alltag benutzt wird. Die Sprache ist oft natürlich, emotional und mit verschiedenen Dialekten oder Sprechstilen. Das hilft uns, besser zu verstehen, wie Menschen wirklich sprechen. Viele Leute sagen, ich verstehe Deutsch in der Schule, aber nicht im Film. Das ist ganz normal. In einem Film sprechen Menschen schnell, sie benutzen umgangssprachliche Wörter oder verkürzen Sätze. Aber genau deshalb ist das Schauen von Filmen eine gute Übung. Man lernt nicht nur neue Wörter, sondern auch, wie man sie richtig verwendet. Man hört die richtige Aussprache, den Rhythmus der Sprache und typische Redewendungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Filme Emotionen zeigen. Wenn jemand wütend ist, traurig oder glücklich, wir hören das in der Stimme. Diese Verbindung von Bild, Gefühl und Sprache macht es einfacher, Wörter im Gedächtnis zu behalten. Wenn man zum Beispiel ein trauriges Wort in einem traurigen Film hört, merkt man es sich besser. Außerdem lernen wir mit Filmen auch kulturelle Informationen. Wir sehen, wie Menschen in Deutschland leben, was sie essen, wie sie wohnen, welche Probleme oder Freuden sie haben. Das ist wichtig, wenn man eine Sprache wirklich verstehen will, nicht nur die Wörter, sondern auch den kulturellen Hintergrund. Natürlich ist es am Anfang nicht einfach. Viele verstehen beim ersten Mal fast nichts. Aber das ist okay. Wichtig ist, dass man weitermacht. Je öfter man Filme schaut, desto besser wird das Hörverstehen. Es geht nicht darum, jedes einzelne Wort zu verstehen, sondern die Hauptidee. Schritt für Schritt verbessert sich das Verständnis. Ein guter Tipp ist, schalte am Anfang die Untertitel auf Deutsch ein. So kannst du mitlesen und gleichzeitig hören. Später kannst du versuchen, ohne Untertitel zu schauen. Oder du schaust eine Szene zweimal, einmal mit und einmal ohne Untertitel. Das hilft sehr beim Lernen. Wichtig ist auch, such dir Filme aus, die dir gefallen. Wenn du Spaß dabei hast, lernst du besser. Ob Liebesfilme, Krimis, Komödien oder Kinderfilme, alles ist möglich. Auch Serien sind super, weil du dieselben Personen über mehrere Folgen hörst. So gewöhnst du dich an ihre Stimme und Sprache. Es ist auch in Ordnung, nicht alles zu verstehen. Du musst nicht perfekt sein. Schon wenn du nur 50 oder 60% verstehst, ist das ein Fortschritt. Nach und nach wirst du immer mehr verstehen. Jetzt sprechen wir darüber, wie man gute Filme oder Serien für das Deutschlernen auswählt. Wenn du Filme zum Deutschlernen auswählst, ist es wichtig, dass du auf dein Sprachniveau achtest. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, sind Kinderfilme oder Animationsfilme eine gute Wahl. Die Sprache ist meist einfach, klar und langsam gesprochen. Auch die Themen sind oft leicht verständlich und die Bilder helfen dir, den Inhalt zu erfassen, selbst wenn du nicht jedes Wort kennst. Für Lernende auf dem A2 oder B1-Niveau sind Serien mit Alltagssprache sehr gut geeignet. Besonders Formate, in denen alltägliche Situationen gezeigt werden, wie zum Beispiel Familienserien, Arztserien oder einfache Liebesgeschichten. In solchen Serien wiederholen sich bestimmte Wörter und Strukturen oft, was dir beim Lernen hilft. Du lernst Vokabeln, die du wirklich im Alltag brauchst, wie zum Beispiel beim Einkaufen, beim Arzt oder beim Smalltalk. Auch Dialoge in solchen Serien sind oft kurz und direkt. Das hilft dir, Schritt für Schritt besser zu verstehen. Wichtig ist, dass du nicht sofort zu schwierigen Filmen greifst. Ein komplexer Krimi mit Fachsprache oder ein historisches Drama mit vielen alten Wörtern ist vielleicht interessant, aber oft zu schwer am Anfang. Du verlierst schnell die Motivation, wenn du nichts verstehst. Achte auch darauf, wie schnell die Personen sprechen. Manche Schauspieler reden sehr deutlich und langsam, andere sehr schnell und mit Dialekt. Für Anfänger sind klare und langsame Sprecher besser geeignet.
Wenn du unsicher bist, kannst du ein paar Minuten anschauen und testen, ob du mitkommst. Ein weiterer Tipp: Verwende zuerst Untertitel auf Deutsch. So siehst du die Wörter, die du hörst. Das hilft besonders beim Hörverstehen und beim Erkennen neuer Wörter. Viele Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime bieten diese Funktion an. Es ist wichtig, dass du deutsche Untertitel wählst, nicht Untertitel in deiner Muttersprache. Denn so lernst du besser, die Sprache direkt zu verstehen. Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du später die Untertitel ausschalten oder nur bei Bedarf einschalten. Oder du schaust einen Film zweimal. Einmal mit Untertiteln und dann ohne. Beim zweiten Mal wirst du merken, dass du schon viel mehr verstehst. Was die Genres betrifft, wähle das, was dich wirklich interessiert. Wenn du zum Beispiel gerne lachst, sind Komödien eine gute Wahl. Wenn du Spannung magst, probiere einfache Krimis oder Abenteuerserien. Du lernst am besten, wenn du emotional beteiligt bist. Wenn du mit den Figuren mitfühlst oder lachst, bleiben die neuen Wörter besser im Gedächtnis. Auch Dokumentationen können eine gute Wahl sein, vor allem über Themen, die dich interessieren. Sie enthalten oft klare Sprache und viele Informationen, die du vielleicht schon kennst. Das macht das Verstehen leichter. Natur, Essen, Reisen, Geschichte. Du kannst auswählen, was dich wirklich fesselt. Einige Plattformen bieten auch speziell angepasste Serien und Filme für Deutschlernende an. Diese haben einfachere Sprache, langsames Tempo und manchmal sogar Erklärungen. Solche Inhalte findest du zum Beispiel auf Webseiten wie Deutsch lernen mit der DW oder in speziellen Apps zum Sprachenlernen. Du kannst auch versuchen, Serien oder Filme zu schauen, die du schon kennst, aber jetzt auf Deutsch. Da du die Handlung bereits kennst, musst du dich nicht auf jedes Detail konzentrieren. Du kannst dich auf die Sprache konzentrieren und hörst bekannte Sätze in neuer Form. Das hilft dir, neue Wörter mit bekannten Inhalten zu verbinden. Wichtig ist, hab Geduld. Wenn du einen Film beginnst und nach 10 Minuten denkst, ich verstehe nichts, dann bleib trotzdem dran. Vielleicht verstehst du am Anfang nur die Stimmung, die Gestik oder einzelne Wörter. Aber dein Gehirn arbeitet mit, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Es lernt die Satzmelodie, die Aussprache, den Rhythmus. Das alles ist ein Teil des Spracherwerbs. Jetzt schauen wir uns an, wie man Filme nicht nur zum Entspannen, sondern ganz aktiv zum Lernen nutzen kann. Wenn du einen Film oder eine Serie zum Deutschlernen nutzt, kannst du viel mehr daraus machen, als nur zuzuschauen. Eine sehr effektive Methode ist das aktive Zuhören und Mitschreiben. Du brauchst dazu nur ein Notizbuch oder eine digitale App zum Schreiben. Während du schaust, achte besonders auf kurze, nützliche Sätze oder Ausdrücke. Wenn dir eine Redewendung gefällt oder du sie im Alltag gebrauchen könntest, schreibe sie auf. Versuche nicht jeden Satz zu notieren, sondern wirklich nur das, was dir neu oder besonders hilfreich erscheint. Eine gute Technik ist auch, den Film in kleinen Abschnitten zu schauen, zum Beispiel 5 bis 10 Minuten. Danach pausierst du, denkst über den Inhalt nach und notierst die wichtigsten Wörter und Sätze. Vielleicht hast du ein Wort zum ersten Mal gehört und willst wissen, was es bedeutet. Du kannst es dann in einem Wörterbuch nachschlagen oder im Kontext erschließen. Wichtig ist, dass du die Wörter nicht nur übersetzt, sondern auch versuchst, ein Gefühl für ihren Gebrauch zu entwickeln. Wiederhole die gehörten Sätze laut. Das klingt einfach, aber es hilft sehr. Indem du die Aussprache nachahmst, trainierst du dein Gehör und deine Artikulation. Wenn du willst, kannst du dir eine bestimmte Szene sogar mehrmals anhören und mitsprechen. Viele Lernende finden es hilfreich, zuerst mit Untertiteln zu schauen, dann ohne und schließlich die Szene nachzusprechen. So übst du das Hörverstehen, die Aussprache und das Sprechen gleichzeitig. Wenn du regelmäßig mit Filmen arbeitest, kannst du dir eine Art persönliches Vokabelheft anlegen. Schreibe nicht nur die Wörter auf, sondern auch Beispiele oder ganze Sätze, wie sie im Film gesagt wurden. Das hilft dir, die Grammatikstrukturen besser zu verstehen und zu sehen, wie Wörter in echten Situationen verwendet werden. Ein weiterer Tipp: Verwende Farben oder Symbole in deinen Notizen. Zum Beispiel kannst du neue Verben grün markieren, Redewendungen blau und interessante Adjektive gelb. So findest du später schneller, was du suchst, und deine Notizen sind übersichtlicher. Manche Filme oder Serien bieten besondere Lernfunktionen an, wie Phrase Replay oder interaktive Untertitel. Damit kannst du auf ein Wort klicken und direkt die Bedeutung sehen. Es lohnt sich, solche Funktionen auszuprobieren.
wenn du Zugriff darauf hast. Wenn du mit einer Lieblingsszene arbeitest, kannst du auch ein sogenanntes Shadowing machen. Das bedeutet, du sprichst sofort nach, was du hörst, fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Dabei imitierst du nicht nur die Worte, sondern auch die Betonung, die Intonation und den Rhythmus. Das ist eine fortgeschrittene Übung, aber sehr wirkungsvoll für deine Sprachproduktion. Zum Schluss: Arbeite regelmäßig mit denselben Formaten. Wenn du eine Serie findest, die dir gefällt, bleib dabei. Du wirst merken, dass dir mit jeder Folge mehr bekannt vorkommt. Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sprache. Wiederholung ist ein wichtiger Teil beim Sprachenlernen. Und Filme bieten dir die Möglichkeit, genau das mit Freude zu machen. Im nächsten Schritt überlegen wir gemeinsam, wie du Filme und Serien dauerhaft in deinen Lernalltag integrieren kannst. Um Filme und Serien erfolgreich in dein Lernsystem zu integrieren, ist es wichtig, eine feste Routine zu schaffen. Plane feste Zeiten in der Woche ein, an denen du gezielt etwas auf Deutsch schaust. Es muss nicht lang sein. Schon 15 bis 20 Minuten am Tag oder ein paar Folgen pro Woche können einen großen Unterschied machen. Wichtig ist nicht die Dauer, sondern die Regelmäßigkeit. Je öfter du Deutsch hörst, desto vertrauter wird dir die Sprache. Wähle gezielt Formate aus, die dich interessieren und gleichzeitig deinem Niveau entsprechen. Du musst nicht sofort alles verstehen. Es reicht, wenn du die wichtigsten Informationen mitnimmst und im Laufe der Zeit immer mehr Details bemerkst. Erlaube dir, Fehler zu machen oder Wörter nicht zu verstehen. Das ist Teil des Lernprozesses. Es ist besser, oft in Kontakt mit der Sprache zu kommen, als auf Perfektion zu warten. Mache dir einen kleinen Lernplan, zum Beispiel montags eine Folge mit Untertiteln, mittwochs dieselbe Folge ohne Untertitel, freitags Vokabeln aus der Folge wiederholen. So baust du eine Struktur auf, die dich unterstützt, dran zu bleiben. Du kannst auch ein Lerntagebuch führen, in dem du notierst, was du geschaut hast, was du verstanden hast und welche Wörter neu waren. Das hilft dir, deine Fortschritte zu sehen. Wenn du wenig Zeit hast, nutze kurze Videos oder Szenen. Auch Musikvideos oder Interviews eignen sich gut für ein kurzes, intensives Training. Der Vorteil ist, dass du solche Inhalte leicht mehrmals anschauen kannst. Wiederholung ist hier dein Freund. Jedes Mal lernst du ein bisschen mehr. Sprich mit anderen über das, was du gesehen hast. Das kann in Sprachgruppen, im Unterricht oder mit Tandempartnern sein. Erzähle, was passiert ist, welche neuen Wörter du gelernt hast oder was dir schwergefallen ist. Das festigt dein Wissen und bringt die Sprache in echte Kommunikation. Vermeide es, zu passiv zu konsumieren. Wenn du einen Film einfach nur zum Entspannen sehen willst, ist das okay. Aber wenn du lernen möchtest, dann sei bewusst dabei. Drücke auf Pause, wenn nötig. Notiere dir Wörter, sprich laut mit. Stell dir Fragen zum Inhalt. All das macht den Unterschied zwischen Zuschauen und Lernen mit Filmen. Und ganz wichtig, hab Spaß dabei. Filme und Serien bieten dir die Möglichkeit, die Sprache in ihrer echten lebendigen Form zu erleben. Du hörst, wie Menschen sprechen, lachen, streiten, fragen, antworten. Du lernst nicht nur Vokabeln, sondern auch Kultur, Emotion und Sprachgefühl. Wenn du regelmäßig mit Filmen lernst, wirst du merken, wie dein Hörverstehen besser wird, dein Wortschatz wächst und du dich sicherer fühlst. Bleib dran, probiere verschiedene Methoden aus und finde deinen eigenen Weg. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Abo auf unserem Kanal. So verpasst du keine neuen Folgen. Gib uns gern ein Like, wenn dir das Video geholfen hat, oder auch einen Kommentar, was du dir in Zukunft wünschst. Viel Erfolg beim Deutschlernen mit Filmen und bis zum nächsten Mal.